Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute habe ich nach langer Zeit mal wieder ein What I Eat in a Day für euch. Einen Tag lang habe ich mitgefilmt, was ich gegessen habe. Das möchte ich in Zukunft öfter machen und da werde ich euch gleich ein bisschen was zu erzählen. Was ihr hier nicht seht, ist mein allererster Kaffee morgens direkt nach dem Aufstehen, so zwischen 7 und halb 8. Was ich dann immer mache, nachdem ich meinen Sohn in die Kita gebracht habe, ist, dass ich erstmal ganz viel Wasser trinke, weil das halt so ein Thema bei mir ist, wo ich definitiv mehr machen muss. Dann geht es für mich ans Frühstück. Ich frühstücke immer so gegen 9, wenn der Kleine dann in der Kita ist, und an dem Morgen habe ich Obst mit Joghurt gegessen, ein paar Erdbeeren, eine Nektarine klein geschnitten und dann ein Bircher Müsli-Joghurt drüber gegeben. Den gibt es bei Aldi Süd und der schmeckt echt super lecker. Das esse ich total gerne im Moment, ist aber auch ziemlich süß. Obendrauf gebe ich dann immer noch so ein paar Kerne oder Nüsse, je nachdem, was wir gerade da haben. Hier waren es jetzt Chiasamen und Leinsamen und dazu dann natürlich die zweite Tasse Kaffee des Tages. Ich mache nicht mehr jeden Morgen Sport, aber ich versuche es trotzdem regelmäßig zu machen. Jetzt wieder nach längerer Zeit Pause. Und deswegen habe ich dann am Vormittag erstmal vorher eine Banane gegessen, um mir nochmal so ein bisschen Energie zu geben. Und das ist das, was ich eben auch so ein bisschen erzählen wollte. Ich habe in den letzten Wochen mich so ein bisschen gehen lassen, mich super wenig bewegt und auch echt schlecht ernährt. Das möchte ich wieder ändern. Deswegen habe ich mir dann nämlich mittags so eine super leckere Bowl gemacht. Ich habe dafür Kichererbsen genommen, so Falafel, ein Ei, ein bisschen Gurke und Quinoa. Eigentlich wollte ich gerne Avocado damit reinmachen, aber die war noch nicht reif, deswegen habe ich stattdessen Gurke genommen. Ist ein bisschen, wenig Gemüse für eine Bowl, aber es war trotzdem super lecker. Quinoa habe ich ganz normal gekocht, die Falafel angebraten und die Kichererbsen auch gekocht und habe in das Kochwasser der Kichererbsen dann das Ei reingeschmissen. Und die Kichererbsen, um dir nochmal so einen bestimmten, einen kleinen Pfiff zu geben, habe ich die nochmal in der Pfanne ein bisschen angeröstet mit einem Hähnchengewürz eigentlich. Das Dressing habe ich aus Tahin, Zitronensaft, Honig und Olivenöl gemacht und das war super lecker. Das habe ich natürlich hinterher auch noch mal ein bisschen gewürzt mit Salz und Pfeffer, aber das hat mir echt richtig gut gefallen. Und wie das bei so einer Bowl dann ist, einfach alles zusammenschichten. Ich habe ganz unten den Quinoa gemacht und dann alles nach und nach da drauf gegeben. Das Dressing und dann ganz zum Schluss noch ein bisschen frische Petersilie, die ich noch da hatte, was mir dann eingefallen ist, und noch ein bisschen Sesam. Und ich sage euch, diese Bowl war der Hammer. Das hat so lecker geschmeckt. Also ich habe auch nicht nur die eine Portion gegessen, sondern komplett 2. Danach war ich auch richtig gut gesättigt und es war super lecker. Also das werde ich definitiv jetzt öfter machen in der nächsten Zeit. Ich habe das immer so dann kurz nach Mittagessen, dass ich Lust auf was Süßes habe und auch immer so einen kleinen Durchhänger habe. Deswegen habe ich mir dann an dem Tag einen Eiskaffee gemacht, weil es super heiß war. Normalerweise trinke ich dann normalen Kaffee. Und den mache ich immer so, dass ich mir morgens so einen Rest Kaffee kalt stelle und ich mache mir Eiswürfel in ein Glas, schäume Milch, gebe zum Süßen noch so ein bisschen Ahornsirup dazu. Also Kaffee normal trinke ich nur mit Milch, aber Eiskaffee habe ich gerne so ein bisschen süß. Und dann die Milch da drauf und das Ganze dann mit dem Kaffee aufgießen, mit dem kalten Kaffee. Das schmeckt super lecker und ist auch echt eine schöne Erfrischung. Und weil mein Hunger oder meine Lust auf Süßes danach noch nicht ganz gestillt war, habe ich eine Milchschnitte dazu gegessen. Kaufe ich normalerweise nicht, aber ich war hungrig einkaufen und ihr kennt das wahrscheinlich alle. Abends hat mein Sohn Lust auf oder wollte gerne Spaghetti essen und ich bin immer auf der Suche nach einer guten Alternative zu Hackfleisch für Bolognese und habe das hier bei DM gekauft. Das ist, glaube ich, auf Basis von Jackfruit, meine ich. Das wird einfach mit Brühe aufgegossen, ein bisschen ziehen gelassen, dann wird das ganz normal weiterverarbeitet wie Hackfleisch.
Ich wollte das mal testen und muss aber hier sagen, also es sieht wirklich haargenau aus wie Hackfleisch, aber von der Konsistenz her war es mir doch ein bisschen zu fest. Aber insgesamt war es echt ganz lecker. Ihr seht hier, wie ich die koche, die Bolognese. Ich mache immer Tomatenmark und eine Dose Tomaten und lasse das einfach super lange einköcheln mit Knoblauch und Zwiebeln und ein paar Lorbeerblätter. Und ich habe auch noch ein bisschen Bolognese-Gewürz von Just Spices daran gemacht. Ich habe irgendwann, weil mein Sohn dann zu Hause war und ich nicht mehr gut filmen konnte, den Kochprozess nicht mehr weiter gefilmt. Und ihr seht hier meinen Teller vom nächsten Tag mit den Resten. Deswegen sind es auch keine Spaghetti mehr, sondern Penne. Und das war es auch, was ich alles an dem Tag gegessen habe. Ich habe abends nichts mehr gesnackt, weil ich dann ziemlich zeitig auch mit meinem Sohn ins Bett gegangen bin. Ich hoffe, dieses kurz und knappe Video hat euch trotzdem gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr solcher Food Diaries oder What I Eat in a Day Videos sehen möchtet. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.